In kaum einem Land der Welt ist der Fußball so bedeutend wie hier. Uruguay lebt und atmet den Fußball. In diesem kleinen Land, etwas mehr als 3 Millionen Einwohner, ist der Sport eine nationale Leidenschaft und wichtigste Visitenkarte zur Welt. Fußball durchdringt hier jeden Aspekt des Lebens. Nicht umsonst sagte der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano einmal: El fútbol es la única religión que no tiene ateos. Wenn in Uruguay der Clásico ansteht, das Duell der beiden großen Hauptstadtvereine Peñarol und Nacional, steht das ganze Land still. Willkommen in Montevideo. Heute steigt das größte Spiel des Landes. Im Supercup treffen die beiden Giganten aufeinander. Und beide haben nichts weniger als 6 Weltpokale zusammen. Beide haben 3. Und wir sind dabei bei diesem Kracher. Und deswegen geht es für mich mit der Fähre rüber von Buenos Aires, erst nach Colonia, dann nach Montevideo. Und das Spiel steigt im Centenario, im alten großen Stadion, dem ersten WM-Stadion. Ich freue mich richtig drauf. Historisch hat Uruguay im Fußball Enormes erreicht. Als Gastgeber der ersten Fußballweltmeisterschaft 1930 gewann La Celeste gleich den Titel und schrieb damit Sportgeschichte. Auf dem Wappen der Nationalmannschaft prangen 4 Sterne für 4 Weltmeisterschaften. 2 davon stehen für die Olympiasiege 1924 und 1928, neben den WM-Triumphen 1930 und 1950. Diese Erfolge, errungen von einem Land, das von der Fläche her kaum größer ist als Bayern, begründet einen nationalen Stolz, der bis heute anhält. En Uruguay el fútbol es el deporte el principal y Uruguay construyó mucho la historia del fútbol mundial, como fue la vuelta olímpica, el primer mundial. Este estadio en particular tiene mucha historia, así que bueno, Uruguay es de los fundadores del fútbol, me animaría a decir. Es una pasión que sentimos los uruguayos, es el deporte que tenemos nosotros de que nacemos, ya sea nena o varón, niño o niña, lo primero que nos regalan nuestros padres es una pelota de fútbol y nos inculcan ese amor por el deporte y bueno, los padres siempre nos tienen que inculcar que seamos de Nacional. No, el fútbol acá en Uruguay la verdad que sí, es todo. Literalmente cuando sos nene no existe una persona que no haya jugado al fútbol en su vida acá. Vos nacés y jugás al fútbol, ya sea en la escuela, en la cancha del barrio, en cualquier lado. Y acá mismo podés ver que seremos 3 millones, pero la cancha la llenamos. Básicamente eso. Sí, es lo más que tenemos y también la selección uruguaya que bueno, nos ha representado en todo el mundo. Okay, angekommen in Uruguay, aber jetzt müssen wir noch Bus fahren. Wir haben eine Stunde Verspätung, aber der Puffer reicht. Die beiden großen Clubs, Club Atlético Peñarol und Club Nacional de Fútbol, verkörpern die Wurzeln und die Seele des uruguayischen Fußballs. Ihre Rivalität begann 1900, als sie im ersten offiziellen Clásico aufeinandertrafen. Peñarol, damals noch CURCC genannt, gewann am 15. Juli 1900 mit 2:0 gegen Nacional. Doch ihre Geschichte reicht noch weiter zurück. Peñarol geht auf den von englischen Eisenbahnern 1891 gegründeten Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC) zurück, während Nacional 1899 von einheimischen Studenten ins Leben gerufen wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts standen sich damit 2 Welten gegenüber. Nacional repräsentierte die einheimischen Criollos, die städtische Montevideo-Gesellschaft und akademisch gebildeten Schichten, während Peñarol, der CURCC, für die britischen Einwanderer, die Eisenbahner und die Bewohner der ländlichen Vorstadt Villa Peñarol stand. Diese Unterschiede verliehen der jungen Rivalität eine besondere Schärfe. Schon bald dominierten beide Vereine die nationale Liga und holten gemeinsam den Löwenanteil der Meistertitel. Bis heute haben Peñarol und Nacional nahezu alle uruguayischen Meisterschaften gewonnen. 102 von 122. Peñarol hat 52, Nacional 50. Ebenso triumphierten beide international. Insgesamt 8 Mal gewannen die Erzrivalen die Copa Libertadores, den bedeutendsten südamerikanischen Vereinswettbewerb. Dieses Kräftemessen auf Augenhöhe, sportlich wie an Titeln gemessen, verstärkte ihre Rivalität über die Jahrzehnte immer weiter. Porque somos los más grandes. La mitad del país es Peñarol.
Y los colores más lindos. Y tenemos los colores más lindos, sí. Y más gente. O sea, la población de Uruguay es la mayoría del bolso de Nacional. Tenemos más años, más clásicos ganados, manda la historia y el presente también. El presente de la hinchada que tenemos y siempre llenando, más que Nacional. 3 campeonatos, 3 Libertadores, 3 campeonatos del mundo, el más grande sin duda. Todo por hinchada, por títulos, por historia, por ser el decano del Uruguay, todo. Y porque tenemos más títulos, más copas y porque tenemos más historia y somos el decano del fútbol uruguayo. Ein Aspekt, der bis heute für Zündstoff sorgt, ist der Decano-Streit. Die Frage, welcher Club der älteste Uruguays ist. Nacional wirbt stolz mit dem Beinamen El Decano, der Älteste, und betont seine ununterbrochene Aktivität seit der Gründung 1899. Peñarol hingegen beharrt darauf, dass sein Gründungsdatum faktisch der 28. September 1891 ist. Denn der heutige Club betrachtet sich als direkte Fortführung des CURCC. Die Kontroverse dreht sich um das Jahr 1913. In jedem Jahr stellte die Eisenbahngesellschaft den Spielbetrieb des CURCC ein und es kam zur Neugründung als Club Atlético Peñarol. Peñarol-Anhänger sehen darin lediglich eine Umbenennung und Fortsetzung desselben Vereins von 1891, während Nacional-Anhänger argumentieren, Peñarol sei ein neuer Club ab 1913 und damit jünger als Nacional. Bis heute konnte natürlich keine Seite diese Frage abschließend für sich entscheiden. Porque tiene la mejor hinchada y la más grande y que somos más. Siempre, aparte más títulos y más campeonatos ganados. Siempre. Y por la historia que tiene y los hinchas que tiene. Yo me quedo con eso. Por cómo es la gente del club, cómo te trata. Es toda una familia, es increíble. Es un sentimiento que la verdad que no se vive en otro lado. Todo, mi vida. Respiro Nacional, vivimos Nacional. ¿Y para vos? Es lo único que se puede sentir más que hasta la familia. La pasión y el amor a la camiseta y al club. Es eso. Y Peñarol significa amor, pasión, locura, significa todo. Lo más grande que hay en la vida, Peñarol. Por gente, por copas, por ídolos, por masividad y sentimiento. Después hay una parte inexplicable, pero objetivamente sí, más grande. Del Uruguay, campeón de América por todas las copas que tiene, por la historia, por todo. Es incomparable. No podés comparar otro cuadro con Peñarol. Peñarol es único. Angekommen in Montevideo. In 2,5 Stunden geht's los. Das heißt für mich, schnell Rucksack ins Hostel werfen und ab zum Stadion Centenario. Heute wie damals überragt der Clásico Uruguayo jeden normalen Fußballspieltag. Es ist das Spiel der Spiele. Wenn Peñarol und Nacional aufeinandertreffen, dann flippt das ansonsten sehr ruhige Montevideo plötzlich aus. Teilweise treffen die beiden bis zu 6 Mal im Jahr aufeinander und eigentlich jede Saison beginnt mit diesem Spiel, das wir hier besuchen, nämlich dem Supercup, und der wird meistens zwischen Peñarol und Nacional ausgetragen. Vorher war noch der Aufcup und wenn da auch beide ins Finale gekommen wären, dann wäre dieses Spiel sogar ein Doppeltitelspiel gewesen. Los clásicos son importantes, siempre. No importa si es este o el que sea, los clásicos son clásicos. Quiero ganar a Peñarol, en todo. Ya sea a cualquier cosa, en el básquetbol, en el fútbol, le quiero ganar, siempre. Como todos los demás, es un partido aparte que tenemos que ganarlo siempre. No hay manera de poder perder. Es de los partidos más importantes del año y sin duda hay que venir a los clásicos. No, la verdad que Nacional lo es todo. Te arregla lo que viene siendo las semanas. Si ganamos, la semana va a ser una locura. Si perdemos, hay que remarla como podemos, pero siempre hay que meter la mejor cara y siempre hay que venir a bancar el club. Es todo. El clásico, hoy es una final de Supercopa, pero en general el clásico se paraliza el país. Ahora no hubiera un clásico de verano, entonces como el primer partido del año. Así que nada, de más, contentos. Una nueva campaña. Ganar es maravilloso, principalmente un clásico. Y lo importante es ganar, sí, obvio. Hoy hay que ganar, ya está. Vamos Nacional, vamos la Blanca. Vamos nosotros, es hoy. Schon Stunden vor dem Anpfiff ertönen Gesänge in der ganzen Stadt
Und die Leute laufen sich natürlich über den Weg. Die beiden Vereine ziehen Fans aus dem ganzen Land und zu diesem Spiel reisen alle an. Schon Stunden vorher ist hier viel los und man merkt, in der Stadt ist deutlich mehr Trubel als sonst. Montevideo ist anders als Buenos Aires, normal nicht so pulsierend, eher ruhig und gemütlich. Mit viel Marihuana und Mate am Strand, weil Marihuana ist in Uruguay schon längst legal. Aber wenn man zum Stadion kommt, dann hört man schon die Gesänge, Rauch und Feuerwerk. Und wir haben uns erstmal auf die Nationalseite aufgemacht, um da einen Eindruck zu gewinnen und erstmal ein schönes Choripan zu essen. In Uruguay dürfen beide Seiten rein und jetzt wird erstmal gegessen. Okay, Geschmackstest Chori. Richtig gut. Man hört schon erste Gesänge aus dem Stadion und nachdem wir uns einen Eindruck hier verschafft haben, geht's für uns auf die andere Seite zu Peñarol. Auch hier schon richtig viele Leute, aber die Leute drängen ins Stadion. Schon über eine Stunde vor Spielbeginn. Dieses Spiel steigt, wie ich schon erwähnt habe, nicht in irgendeinem Stadion, sondern mitten in der Stadt im Estadio Centenario, der großen Bühne des uruguayischen Fußball. Denn dieses Stadion war Schauplatz von epischen Duellen, aber eben auch Stadion der ersten Fußball-Weltmeisterschaft. Und für die wurde es 1930 extra erbaut und in Rekordzeit hochgezogen, nämlich in nur 3 Monaten. Der Name Centenario erinnert an das 100-jährige Jubiläum der uruguayischen Verfassung, deswegen Stadion des Jahrhunderts, das im Jahr 1930 gefeiert wurde. Am 30. Juli 1930 fand hier das erste WM-Finale der Geschichte statt, in dem Uruguay vor 68.000 Zuschauern Argentinien mit 4:2 besiegte. Damit wurde das Centenario zum Heldenplatz des uruguayischen Fußball. Die grauen Betontribünen atmen Geschichte. Unter dem Turm befindet sich das Fußballmuseum und Tribünennamen wie Amsterdam und Columbus erinnern an die Olympiasiege von 1924 und 1928. Über Jahrzehnte wurde das Derby traditionell hier auf neutralem Terrain ausgetragen, selbst als beide Vereine längst eigene Stadien besaßen. Mit einem Fassungsvermögen von rund 60.000 Plätzen ist es das größte Stadion des Landes. Die Stimmung im Centenario hat ihre eigenen Mythen. Für viele Uruguayer ist das Centenario mehr als nur ein Stadion, es ist Nationalsymbol, ein Ort, an dem Vergangenheit lebendig wird. Und für das Jubiläum der WM 2030 soll dieses Stadion hier komplett umgebaut werden. Deswegen bin ich sehr froh, dieses Klassiko noch hier in dem Stadion im Urzustand zu erleben. Die Pläne sind schon veröffentlicht. Wann es losgeht, kann ich leider nicht sagen. Aber auf den Wassergraben hier will ich nicht verzichten und auf die Stühle da unten auch nicht. Die werden schon lange nicht mehr besetzt, sind aber wirklich großartig. Und auf der linken Seite sieht man die Tribüne Amsterdam. Und so nennt sich auch die Barra Amsterdam. Die Tribüne wurde wie gesagt nach dem Olympiatitel von Uruguay benannt. Und die Barra stand immer hier bis zum Bau des eigenen Stadions 2016. Deswegen nennt sie sich Barra Amsterdam. Das neue Stadion nennt sich Estadio Campeón del Siglo, also Meister des Jahrhunderts. Und auch Nacional hat schon sehr lange ein eigenes Stadion. Nuestra casa es nuestra pasión. Esto acá no, pero tenemos nuestra casa que es el templo, la pasión. Nämlich den Gran Parque Central, der wird auch gerade ausgebaut. Und nachdem hat sich die Barra Banda del Parque von Nacional benannt. Beide sind heute anwesend und beide mit einem unglaublichen Einmarsch. Auf der linken Seite sieht man, wie die Barras einlaufen und ihre Zaunfahnen hissen. Erst kurz vor Anpfiff, völlig inszeniert und nach hängen alle Zaunfahnen. Auf der anderen Seite, die Banda del Parque, ist einmarschiert und hat dann ihre Fahne gehisst. Also schon mal super beeindruckend vor Anpfiff. Aber was für eine Stimmung wird uns hier erwarten? Wir sind gespannt aufs Intro, aber hören erstmal, was die Fans dazu sagen. Porque el único partido en donde se junta muchísima gente. Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Particularidad que los clásicos vienen las dos hinchadas, entonces al meterte de este lado también ves el otro lado y hay mucha euforia y mucha adrenalina, entonces hay que venir. Y lo van a ver ahora si entran en la cancha, pero en el recibimiento ya se va a notar. Peñarol tiene mejor hinchada, mejores canciones, mejores colores, así que sí. En general es lejos la mejor hinchada. De Uruguay y de América, ¿no? De las mejores de América. Y la verdad que no,
el bolso, mirá lo que es esto. Está todo lleno, mirá para allá lo que es. Está totalmente repleto. Also ein brechend volles Stadion, trotz nur 3 Millionen Einwohnern, 60.000, jede Seite hat 30.000 und wir schauen mal, was sie zu Beginn liefern. Gleich im Anschluss zum Einlauf der Mannschaften folgte ein unglaubliches Feuerwerk von beiden Seiten. Wirklich minutenlang. Es hat gescheppert und gescheppert und gescheppert. Auf der linken Seite, wo eigentlich mal eine Anzeigetafel war oder vielleicht vorgesehen ist, da machen sich die Peñarol-Fans auf zu ihrem Klettereinsatz. Von ganz von oben schwenken sie die Fackeln und Nacional zündet Rauch und Fackeln und schießt alles in die Luft, was sie können. Ebenso Peñarol, Raketen in die Luft, alles in die Luft. Bengalos, in diesem Stadion ist was los. Man kann über die ganze Stadt sehen und über der ganzen Stadt Feuerwerk. Minutenlang. Es ging mindestens 5 Minuten. Es wurde ein Feuerwerk nach dem anderen abgefackelt. Unglaublich, was hier los war. Und die Stimmung am Überkochen. Einfach unglaublich, was in diesem Stadion ging. Beide Seiten am Jubeln. Deswegen sind Derbys mit beiden Seiten so schön. Beide Seiten messen sich aneinander. Beide Seiten wachsen aneinander. Beide Seiten werden größer, wenn sie sich gegenüberstehen. Und beide Seiten geben alles. Einfach eine unglaubliche Stimmung in diesem alten Kessel. Phänomenal. Deswegen fahre ich zum Fußball und deswegen liebe ich es, andere Mannschaften anzuschauen. Was für eine Derby-Atmosphäre zu Beginn. Was ging einfach hier ab, mitten im Sonnenuntergang in Uruguay? Einfach unglaublich. So kann das Spiel losgehen und so viel Feuer erwarte ich mir auch in diesem Spiel. Und die erste Halbzeit wusste das auch zu liefern. Chancen um Chancen und die Stimmung kochte richtig hoch. Man wusste nicht, wer besser ist, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Es ging richtig, richtig viel. Mann, hat es hier Bock gemacht. Was für ein Derby. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann richtig los. Rote Karte für Peñarol und die Nacional-Fans am Ausflippen. Jetzt konnte was gehen, jetzt konnte wirklich was gehen. Und gleich im Gleichschritt dahinter Nacional mit der roten Karte. Also es war wieder Gleichstand. 10 gegen 10 jetzt auf dem Spielfeld. Und dann wurde auch noch ein Ball aus dem Netz gefischt. Aber leider war das hier der einzige. Denn das Spiel wurde tatsächlich immer schlechter und auch die Kurven wurden immer leiser. Bis kurz vor Schluss, da wurde nochmal Feuerwerk abgefackelt. Aber wie? Jetzt stand das Spiel auf Messerschneide und nur noch ein Tor fehlte.
Für welche Seite völlig egal, es war klar, das Stadion würde ausrasten. Und dann noch ein Lattentreffer, aber es blieb bei dem 0:0 und das Spiel ging in die Verlängerung. Und die Verlängerung, ich sag's euch ganz ehrlich, hatte wirklich gar nichts zu bieten. Und es wurde auch kalt im Stadion, deswegen hatte man das Gefühl, die Leute wollen eher heim. Also schauen wir ab ins Elfmeterschießen. Und das ging dann ganz schön schnell zu Ende. Nacional schöpfte kurz Hoffnung, aber Peñarol machte das Ganze ziemlich souverän. Also, Supercup-Sieger wurde Peñarol. Und die linke Seite hier, die gelb-schwarze, rastete komplett aus. Was für eine Feier, inklusive natürlich Pokalübergabe. Es ging richtig ab. Das war also das Clásico in Uruguay und Peñarol hat gewonnen in einem wirklich lahmen 0:0. Ja, es gab einen Lattentreffer, es gab auch ein Abseitstor, aber es war wirklich eher lahm und hatte ein Elfmeterschießen verdient. Die Intros waren spektakulär. Auch in der zweiten Halbzeit gab es riesig Pyro, also wegen der Pyro lohnt sich's und es ist schon krass, wenn das Stadion geteilt ist, beide Seiten da sind. Die Stimmung ist einfach deutlich krasser, als wenn nur eine Seite da ist. Das kann man sagen. Es macht richtig Bock und ist eine schöne Saisoneröffnung, würde ich sagen. Peñarol hat es dann im Elfmeterschießen gemacht. Ob verdient, kann man jetzt nicht sagen bei dem Spiel. Die Teams geben sich auf den Rängen und auf dem Rasen einfach nichts. Erneut Feuerwerk in der Luft, richtige Partystimmung hier, die dann in einer Pokalübergabe gipfelte. Und nach der Pokalübergabe, ja. Blocksperre, 45 Minuten nach Spielende. Bitter, wir warten immer noch, aber das ist wohl hier in Uruguay der Preis dafür, dass beide Seiten rein dürfen. Nervig, aber so ist es halt. Aber ich finde es nach wie vor gut, dass beide Seiten da waren, weil es war eine unglaubliche Derby-Atmosphäre. Mit nichts zu vergleichen und ich wünsche mir auch in Argentinien wieder bald Clásicos mit beiden Seiten. Ich hoffe, dieser Wunsch geht bald in Erfüllung. Wir machten uns dann noch auf den Weg zu einer Snackbude und haben auch auf der Peñarol-Seite noch einen schönen Burger gegessen. Und dann ging es schon wieder ins Hostel. Was für ein Erlebnis. Und dann, am nächsten Tag, ging es für mich auch schon wieder zurück in die Hauptstadt von Argentinien, Buenos Aires, mit der schnellsten Fähre der Welt. Ich will dieses Derby nicht missen und kann es euch nur empfehlen, wenn ihr hier im Januar seid, den Saisonauftakt mitzunehmen. Dieses Derby findet so oft statt wie kaum ein anderes. Uruguay ist geteilt in zwei Seiten und die treffen hier aufeinander. Also auch wenn ihr das Land Uruguay nicht auf dem Schirm habt, weil es eher nicht so viele Sehenswürdigkeiten hat und eher klein ist, dieses Clásico gehört absolut dazu. Ich habe gesehen, viele von euch schauen alle Videos hier, aber haben noch kein Abo dagelassen. Bitte macht es doch sofort jetzt. Und wenn ihr kleinen Creatoren wie Grounded hier helfen wollt, dann drückt doch den Hype-Button unter dem Video. Das pusht kleine Creator unglaublich.